Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo der V-Serie und zwar ein V17 IIL und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar hier, ziemlich schlecht zu lesen. Und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shop-Seite sehr einfach die Ersatzteile. Bei diesem Modell ist es übrigens so, dass man das Display zwar einzeln tauschen kann, aber man so schlecht da rankommt, dass man trotzdem die ganze Einheit abbauen muss, bevor man es tauschen kann. Die Tastatur und das Touchpad kommen zusammen mit dem Topcase und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und da gibt es eigentlich nur zu beachten, dass diese Schrauben hier etwas kürzer sind. Die sollte man also getrennt aufbewahren. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Bei diesem Gerät kann man den Stecker einfach rausziehen. Man kann den dazu auch am Kabelbund fassen und dann mit ein bisschen Wackeln einfach rausziehen. Der Stecker hat auch so eine kleine Ausbuchtung oben, wo man ihn greifen kann. Da kann man zur Not auch, wenn der besonders fest sitzt und nicht raus will, eine kleine Hilfe nehmen und den dann rausschieben. Gut, was können wir noch sehen? Wir sehen hier drüben die 2,5 Zoll Festplatte. Die wird hier am Mainboard befestigt und sollte da keine drin sein, müsste man das Gehäuse sowie das Adapterkabel separat dazu kaufen. Hier sehen wir den RAM. Da gibt es einmal einen RAM-Riegel und dann noch einen aufgelöteten RAM. Da ist die SSD. Hier sehen wir den Lüfter
und den Heatsink, der die CPU kühlt, und die GPU. Und hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Um den Akku jetzt zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Wenn die Schrauben dann alle draußen sind, kann man den Akku einfach aus dem Gerät herausnehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. So, hier sehen wir die SSD. Und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen. Und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot, drückt sie leicht nach unten. Hier muss man nur aufpassen, dass man die Kabel am besten über die SSD bekommt. Und dann kann man die wieder verschrauben. Bei den anderen Kabel ist das okay, wenn die drunter sind. Und dann ist das erledigt. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Dafür löst man diese Schrauben hier. Auch das Lüfterkabel selber, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, muss man trennen. Und hier ist es so, dass die Kabel sehr dünn sind. Da sollte man also nicht direkt dran ziehen, eher versuchen, den Stecker seitlich zu fassen und dann mit ein bisschen hin und her rütteln rauszuziehen. Sind die Schrauben dann entfernt, kann man den Lüfter einfach aus dem Gehäuse nehmen und muss auch die Kabel, die um den Lüfter herumlaufen, aus der Führung herausfädeln. Sollte man übrigens mal nicht wissen, wie rum der Stecker reinkommt, die Kontakte, die man hier ganz gut sehen kann, zeigen in dem Fall nach oben, wenn man das Kabel wieder verbindet. Der Einbau funktioniert jetzt genauso wie der Ausbau in umgekehrter Reihenfolge. Dazu muss man die Kabel wieder in die Führung einfädeln und das ist manchmal ein bisschen friemelig, aber im Grunde genommen nur eine Geduldsarbeit. Und auch wenn man versehentlich ein Kabel vom WLAN-Modul löst, wie mir das jetzt gerade passiert ist, ist das überhaupt kein Problem. Das kann man später einfach wieder befestigen. Dann müssen nur noch die Schrauben wieder reingedreht werden. Und bei dem WLAN-Modul ist es so, dass die Stecker nur oben drauf gedrückt sind. Man kann auch wunderbar erkennen, wo welche Farbe hinkommt. Und dann muss man die nur wieder auf den Stecker platzieren und eben leicht nach unten drauf drücken. Spürt man sehr gut, wenn die wieder verbunden sind. Zu guter Letzt und natürlich auch super wichtig, nicht vergessen, das Lüfterkabel selbst wieder zu verbinden, damit der Lüfter dann auch wieder ordentlich arbeitet. Hier einfach darauf achten, dass der Stecker richtig fest drin sitzt. Auch das ist bei dem Modell jetzt hier ein bisschen friemelig und dann ist das ganz schnell erledigt. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Wenn hier ein 2,5 Zoll Festplattengehäuse drin ist, dann ist da nur zu beachten, dass das eine Gewinde hier unter dem Gehäuse sitzt. Und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden, was manchmal durchaus ein bisschen friemelig sein kann. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt und da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte.
Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.